Moin Leute, ich möchte euch heute gerne einige Düfte präsentieren, die sich meiner Meinung nach richtig gut für den Alltag eignen. Diese Düfte haben Daily Driver Potenzial. Das heißt, aufsprühen, wohlfühlen, rausgehen. Es sind Düfte, die nicht zu speziell sind und wirklich in nahezu jede Situation passen. Ja, wir starten auch direkt mit dem ersten Duft mit einem ganz neuen Release der Marke Label, einer spanischen Nischenmarke, nämlich mit Pine and Sandalwood. Ja, also hier haben wir wirklich einen sehr frischen und Fougère-artigen Duft. Und ich möchte ehrlich zu euch sein, Fougère-Düfte sind normalerweise nicht meine präferierte Duftrichtung. Ich mag halt eher speziellere Düfte, die zum Beispiel Oud, Leder, Tabak enthalten. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir Pine and Sandalwood richtig gut gefällt. Und meiner Meinung nach hebt sich dieser Duft auch im Vergleich jetzt zu anderen Fougère-Düften ab. Ja, ich blende euch am besten einmal die Duftnoten ein und da erkennt man eigentlich auch schon direkt, dass es ein Fougère-Duft ist. Das heißt, wir haben eben so diese typischen Fougère-artigen Duftnoten. Ja, die Kopfnote ist richtig schön spritzig frisch. Hier haben wir eine tolle Bergamotte, die aber durch Muskat und Pfeffer leicht würzig unterlegt ist. Das riecht man auch richtig gut heraus. Im weiteren Duftverlauf kommt dann immer mehr einer der Mainplayer ins Spiel, nämlich die Lavendelnote. Ja, und hier kommen wir meiner Meinung nach zu einer Besonderheit. Der Lavendel ist hier wirklich präsent und intensiv, aber wirkt auf mich etwas moderner, frischer und seifiger als eben ja in vielen anderen Fougère-artigen Düften. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Ich finde schon, dass sich der Duft abhebt. Allerdings ist und bleibt es natürlich so diese typische Fougère-artige DNA. Das ist hier nicht anders. Es wirkt aber einfach auf mich etwas frischer und moderner. Ja, dann nehme ich auch noch etwas Salbei und Kiefer wahr. Ich finde schon, dass man die beiden Noten recht gut herausriecht. Dadurch haben wir eine tolle Aromatik und wirklich so einen ganz leicht grünen Einschlag. Ja, und auch hier ist die Basis so typisch Fougère-artig. Das heißt, wir haben hier Eichenmoos, Patchouli und Sandelholz. Aber auch hier muss ich sagen, auf mich wirkt das Eichenmoos zum Beispiel nicht ganz so moosig, nicht ganz so oldschoolig. Ja, zusammengefasst kann man also auch hier sagen, es ist eine typische Fougère-artige DNA, die auf mich aber insgesamt einfach etwas frischer und moderner wirkt. Es ist ein toller Alltagsduft, man riecht frisch, man riecht gepflegt, man riecht leicht seifig. Also ein Duft, der für mich auf jeden Fall Daily Driver Potenzial hat und sicherlich vielen Leuten gefallen wird, die eben Fougère-Düfte mögen. Unschwer zu erkennen, machen wir jetzt mit Orange Flamingo von Marc Gebauer weiter. Und ich finde, dass diese DNA trotz der starken Performance und Intensität wirklich perfekt für den Alltag geeignet ist. Zudem kann man die Intensität ja auch problemlos über die Sprühstöße steuern. Am besten blende ich euch einmal die Duftnoten ein und für mich ist Orange Flamingo im Prinzip ein seifiger, frischer, moschuslastiger Duft, der mit recht viel Orangenblüte und auch mit einigen floralen Elementen arbeitet. Die Kopfnote ist durch die Bergamotte ja wirklich sehr zitrisch und frisch. Das Ganze legt sich aber auch schon nach wenigen Minuten und dann nehme ich immer mehr die Orangenblüte wahr. Das heißt, die Zitrik bleibt im Großen und Ganzen, wird nur einfach etwas weicher, angenehmer, geht fast schon ins Cremige. Im weiteren Duftverlauf kommen dann diverse florale Noten zum Vorschein. Da nehme ich vor allem richtig viel Maiglöckchen und auch Jasmin wahr. Und ich persönlich finde sogar, dass der Jasmin hier so einen leicht schmutzigen Charakter mitbringt. Nicht falsch verstehen, also der Duft ist und bleibt natürlich frisch, clean, weich, whatever. Aber Jasmin kann ja je nach Intensität und nach verwendeten Inhaltsstoff ja so ins leicht schmutzige, ins leicht animalische übergehen. Der Duft ist wirklich nicht animalisch, aber ich finde, er bringt einfach so ein bisschen Charakter mit ins Spiel und dadurch ist das Ganze eben nicht nur floral. Dann nehme ich auch noch etwas Gewürznelke und Rose wahr. Das bringt einfach nochmal so eine kleine Würze mit. Die schwingt aber einfach nur angenehm im Hintergrund mit. Und dann kommt eben der Dry Down, der immer moschuslastiger, also immer weicher, schon fast leicht pudrig und cremig wird. Ja, dann haben wir auch noch holzige Noten angegeben, ohne jetzt genau zu erfahren, was enthalten ist. Ich glaube, hier ist relativ viel Sandelholz enthalten, zumindest wirkt es so auf mich. Abschließend möchte ich auch noch mal zu dieser DNA sagen, es ist für mich schon fast eine Meisterleistung, so einen frischen, seifigen,
moschuslastigen Orangenblütenduft hinzubekommen mit so einer Performance. Der Duft hält ja ohne Probleme 12 Stunden plus, ja eigentlich noch deutlich länger und hat auch eine wirklich intensive Sillage und das muss man erstmal so hinbekommen. Weiter geht es mit Madagascar von der Marke Les Destinations und das ist für mich wirklich so der Inbegriff eines unscheinbaren Duftes. Was meine ich damit? Die DNA wirkt relativ gewöhnlich, vor allem nicht außergewöhnlich. Auf der anderen Seite riecht man mit dieser DNA einfach frisch, maskulin, gepflegt und macht wirklich einen sehr positiven Eindruck. Für mich ist das einfach ein Duft, den man immer tragen kann. Also wirklich, dieser Duft passt in jede Situation. Man eckt nirgends an, ganz im Gegenteil. Die Leute drehen sich um, aber nicht, weil man irgendwie so außergewöhnlich oder sehr speziell riecht, sondern einfach, weil man einen sehr gepflegten und positiven Eindruck hinterlässt. Ich finde, so eine Düfte haben absolut ihre Daseinsberechtigung und ich trage so eine Düfte, obwohl ich eben auch sehr, sehr spezielle DNAs mag und trage, wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ich blende euch einmal die Duftnoten ein. Der Start ist durch die Bergamotte richtig schön zitrisch frisch. Daneben bekommen wir aber auch ganz viel Kardamom. Also es ist schon ein recht kardamomlastiger Duft. Im Duftverlauf wird der Duft leicht harzig. Ich muss aber dazu sagen, dass der Duft immer frisch und klar bleibt. Also es ist jetzt nichts Drückendes oder so, sondern die DNA wirkt recht, ja, frisch, fluffig, würzig. Und der Drydown wird für mich dann so typisch klassisch. Wir bekommen so ein bisschen Zedernholz, ein bisschen Vetiver und auch so eine ganz, ganz leichte grüne, moosige Note. Aber es ist und bleibt wirklich ein, ja, würziger, frischer, maskuliner, klarer Duft. So, dann kommen wir jetzt zu 1872 von der Marke Clive Christian. Und da muss ich ehrlich sagen, für mich ist das ein ganz wundervoller, klassischer Alltagsduft. Hier riecht man halt so die typische Qualität von der Marke Clive Christian heraus. Und ich finde, wenn es so einen Duft gibt, der die Marke richtig gut beschreibt, so die DNA der Marke richtig gut beschreibt, dann ist es zum Beispiel eben dieser Duft. Ja, für einige riecht der Duft tatsächlich so ein bisschen zu altbacken, weil wir hier eben wirklich eine sehr klassische DNA haben. Ich finde aber, dass es im Nischenbereich wirklich einer der tollsten Alltagsdüfte ist. Ja, ich blende euch am besten einmal die Duftnoten ein und man muss dazu sagen, dass das schon ein recht anspruchsvoller Duft ist. Man riecht wirklich die Qualität heraus und ich finde, dass dieser Duft auch mit klassischen Designerdüften nicht zu vergleichen ist. Das ist hier einfach qualitativ nochmal etwas anderes. Und ich nehme vor allem zum Start diverse frische und zitrische Duftnoten wahr. Es riecht einfach wirklich sehr frisch, spritzig, prickelnd. Hier nehme ich vor allem Bergamotte, Limette und Mandarine wahr. Das Ganze ist aber auch schon zum Start richtig schön würzig und leicht rauchig unterlegt. Da nehme ich vor allem auch so den Rosmarinpfeffer und vor allem die Muskatnote wahr. Muskat ist ja schon eine recht spezielle Duftnote und ich finde, dass das den Duft neben der Zitrik eben auch schon so eine angenehme Rauchigkeit und Würzigkeit verleiht. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft dann immer floraler, aber das Ganze wirkt auf mich weniger wie ein frischer, aromatischer Blumenstrauß, sondern kommt für mich eher so trocken und würzig daher. Da nehme ich vor allem den Jasmin und das Veilchen wahr. Im Drydown entwickelt der Duft sich dann immer mehr in so eine klassische Richtung. Da nehme ich vor allem richtig viel Moschus und Patchouli wahr. Das heißt, wir bekommen schon so eine leichte Erdigkeit und eine moschuslastige DNA. Amber und Zedernholz ergänzen das Ganze dann auch noch richtig schön holzig. Ja, und trotzdem verliert der Duft nie seine Spritzigkeit und seine Frische, eben weil wir auch diverse frische Duftnoten haben, die sich nie ganz zurückziehen und Muskat sorgt wirklich für eine richtig tolle Würzigkeit und Rauchigkeit. Zusammengefasst kann man schon sagen, dass es ein recht anspruchsvoller klassischer Duft ist, der aber eben nicht zu speziell ist und auch relativ einfach zu tragen ist. Die DNA kommt auch immer sehr, sehr gut im Umfeld an und deswegen ist das ein Duft für mich aus dem Nischenbereich, der auch wirklich Daily Driver Potenzial hat.
So, und zu guter Letzt kommen wir zu Seventh Rue von der Marke Mystery Modern Mark. Ja, ein kleiner Zungenbrecher ist das. Reiht sich meiner Meinung nach perfekt in die heutigen Düfte, in das heutige Video ein. Bedient eine ähnliche Duftrichtung. Ja, ich blende euch einmal die Duftnoten ein. Die Marke arbeitet generell immer eher mit weniger Duftnoten. Klar, trotzdem hat jeder Duft unendlich viele Inhaltsstoffe. Aber hier gibt es eben nicht 20, 30 Duftnoten, sondern nur eine überschaubare Anzahl. Ja, die Kopfnote riecht einfach nur frisch. Hier haben wir Bergamotte und Zitrone. Das riecht man unverkennbar raus. Also es gibt zu Anfang wirklich eine tolle Erfrischung. Im weiteren Duftverlauf kommt dann so ganz leicht im Hintergrund eine leicht florale, rosige Note heraus. Es riecht zu keinem Zeitpunkt irgendwie wirklich blumig, sondern es schwingt eher ein ganz angenehmer, weicher Part der Rose im Hintergrund mit. Und der Drydown wird für mich dann vor allem primär moschuslastig. Hier wirkt der Moschus aber zu keinem Zeitpunkt animalisch oder schwer und sehr pudrig, sondern es ist eher ein leicht pudriger, fluffiger Moschus. Und daneben nehme ich tatsächlich auch noch eine holzige Basis, nämlich so ein bisschen Sandelholz wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vom Amber tatsächlich nicht ganz so viel herausrieche. Ich denke auch einfach, dass Amber hier eher so als Fixateur dient. Ja, und nach 2 bis 3 Stunden wird der Duft tatsächlich auch noch leicht cremig. Es ist, wie gesagt, ein toller Duft, der wirklich in nahezu jede Alltagssituation passt. Ich bin durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du Düfte aus dem heutigen Video kennst. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann drücke doch auch gerne den Daumen hoch Button. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und mich unterstützen möchtet, ja, dann hinterlasst mir doch auch gerne ein Abo und vor allem aktiviert auch die Glocke, denn nur so werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne unten einmal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr 1, 2 Links, da könnt ihr 10% auf eure Parfumbestellung sparen und auch versandfrei bestellen und so weiter und so fort. Ich sage danke, dass du hier warst, bleib gesund und munter und bis demnächst.